Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute fahren wir natürlich wie gewohnt fort in Wii Sports Resort und verfolgen nach wie vor fleißig das Ziel, alle Stempel zu ergattern. Im letzten Video haben wir die obere Reihe abgeschlossen und haben somit ein Drittel der Stempel bereits hinter uns. Heute wären eigentlich beide Aktivitäten aus Basketball an der Reihe. Da aber der Basketball-Champion ein eigenes Video braucht und auch der Tischtennis-Champion ein eigenes Video braucht, habe ich mir heute gedacht, wir machen zuerst das Dreierwerfen und danach in Tischtennis die Ballannahme. Das heißt, heute bereiten wir uns vor, um dann in den nächsten 2 Videos die Champions zu besiegen. Wir werden heute unsere Hoop Dreams verfolgen und holen uns hier die ersten 5 Stempel. Für die 5 Stempel im Dreierwerfen muss man 5 Körbe hintereinander machen, mit allen 5 Bonusbällen treffen, 20 Punkte erzielen und dabei mindestens 10 Sekunden auf der Uhr haben, alle 25 Basketbälle versenken und für den letzten Stempel dabei auch noch 15 Sekunden auf der Uhr haben. Auf geht's. Deswegen, ich würde mal sagen, wir verschwenden einfach gar keine Zeit. Wir müssen ja eher ein bisschen reinkommen. Wir müssen auch schnell sein. Hebe die Wii-Fernbedienung rasch über den Kopf. Okay, jetzt schon mal nicht gut. Das ist schon mal nicht gut. Oh, ich weiß ja nicht. Oh, Scheiße! Oh, Korbjäger. Flinkfinger. Ich weiß gar nicht, welche Stempel waren das denn? Okay, wir haben schon mal 5 hintereinander geschafft. Und 20 Punkte mit mindestens 10 Sekunden auf der Uhr. Cool. Komm schon, Jonathan, konzentrier dich. Oh, wir haben einfach das Brett getroffen. Ach du Scheiße, Jonathan. Oh, aber wir hatten 15 Sekunden auf der Uhr. Wir waren schnell genug, theoretisch. Das ist schwer. Ich versuche gerade so Wurftechniken zu entwickeln, mit denen wir souverän treffen. 20, 20, 20, meine Güte. Ey, wir müssen 30 Punkte hier holen. Wir müssen perfekt spielen. 20! Wieso schaffe ich nicht mehr als 20? Okay, 23. Le Jonathan James. Jonathan ist auf dem Weg zum neuen LeBron. Ich will mal versuchen, den ersten perfekt zu spielen. Aber ich verkacke immer den ersten. Okay. Ist sowas überhaupt machbar? Wow, Bonusbälle mal 5. Scheiße. Ey, ich sag euch wirklich, wenn es dazu kommt, dass ich einen perfekten Run habe und dann den letzten verkacke. Ich glaube, so die ersten 3 Racks verstehe ich. Da verstehe ich die Motion. Okay. Okay, ich weiß es nicht. Aber 16,4 auf der Zeit, das ist gut. Ich habe 2 Techniken entwickelt. Eine, da wirfst du richtig schnell, nachdem du schon gesprungen bist und wirfst die relativ fest nach vorne. Ich zeige euch das mal kurz. Ich mache mal diesen schnellen. Seht ihr, ich werfe da relativ schnell, nachdem ich schon so... Ich werfe nicht so ganz am Peak. Aber da macht man schneller mal so einen Fehler von dem Aimen her. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch so Strats gibt, die so Speedrunner probieren. Es gibt so eine komische Wurftechnik, wo du so seitlich wirfst. Da kannst du sogar an Blocks vorbei werfen. Crazy shit. Oh, okay, Jonathan. Okay, Jonathan. Einfach aus dem Stand werfen ist auch crazy. Oh, kurz Jumpscare. Aber es ist gute Übung, Ich gaslight mich gerade selbst, es ist gute Übung. Wisst ihr was? Ich muss kurz was nachschauen. Okay, probieren wir mal was aus, okay? What the fuck? Den Shit, den ich gerade probiert habe, nennt sich den Garrett Strat. Und anscheinend nimmst du den Ball, du nimmst ihn erst nach rechts und wirfst von rechts nach links. Und das soll anscheinend gut funktionieren. Boah, aber auch nicht so leicht eigentlich, ne? Oh, scheiße. Also ich habe gelesen, wenn man versucht regulär das Perfect Game zu bekommen, kannst du echt Stunden dafür brauchen, weil das echt schwer ist. Eine konstante Wurftechnik zu entwickeln, macht am meisten Sinn. Und dieser Garrett Strat ist wohl am sinnvollsten dafür. Okay. Nein. Einfach so ein Airball. Ey! Endlich mal ein neuer Rekord. Scheiße.
Scheiße. Es ist immer noch sehr schwer, das sehr konstant zu machen. Aber es ist eine Wurftechnik, die kann man konstanter durchziehen. Ich muss aber auch auf die Zeit gucken. Okay, neuer Rekord und das war gar nicht so schlecht. Das Problem ist, wir hatten glaube ich 12 Sekunden auf der Zeit. Das ist schlecht. Okay, Bruder, what the fuck? Was ist mit mir los? Digga, wurde der Shit gerade gepatcht spontan oder was? Ich krieg's jetzt gar nicht mehr hin, ich krieg's gar nicht mehr. Wirklich, ich drehe ein bisschen, also mein Kopf ist, sieh mal, was gerade in meinem Kopf vorgeht. Ah, was? Der ist mir aus der Hand gerutscht. Ich glaube, ich muss echt ein Fenster öffnen. Normalerweise bleibt das Fenster geschlossen. 26 Punkte, wir brauchen 30. 30. Ich werde 30 hier. Oh mein Gott, ey. Ich weiß nicht, was es ist. Wir haben alles perfekt gemacht, außer den 4. Rack. Das war super. Das mache ich heute noch mit meinem Penis. Wir haben den 4. perfekt gemacht. Ich habe die ersten beiden gechoked. Egal, wir sind gerade richtig im Flow. Wir sind locked in. Okay, wir haben beim 2. Rack einen verkackt, was sehr untypisch ist. Aber 29? Ich habe nicht auf die Zeit geschaut. Was war die Zeit? Kurz einblenden. War das gut? Psych! I switched it! Oh, nein, 14! Was? Was? Wir waren nicht schnell genug! Irgendwann werde ich mich noch curbstompen. Aber wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Wir haben den 4. Stempel. Und wir sind eine Legende. Kann man so mitnehmen. 15,9. Der wäre es halt gewesen, wenn wir zwei... Alter, ich nehme seit 1 Stunde und 40 Minuten auf. Oh, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Perfekt auf 15! Holy shit, das war so schwer. 1 Stunde und 48 Minuten ist die Aufnahme gerade. Wow. Aber wie gesagt, für heute war es das ja noch nicht. Ich habe ja gesagt, wir müssen uns auch für Tischtennis vorbereiten bei der Ballernahme. Die 5 Stempel bei der Ballernahme erhält man, indem man jeweils 50, 100 bzw. 200 Punkte erzielt, in einer Runde 30 Dosen vom Tisch haut und zu guter Letzt 100 Punkte erzielt, ohne einen einzigen Gesichtstreffer zu erzielen. Let's go! Banger-Musik. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde einfach losspielen. Okay, wir haben ihn schon mal ins Gesicht getroffen. Das müssen wir später verhindern. Okay, wir müssen 30 Dosen entfernen. 1. Merken wir mal. 2. 3. 4. 5. 10. Weißt du, so spielen wir gar nicht. So spielen wir gar nicht. Da reset ich sofort. Gib mir die Dosen. Das spawnen die erst nach so 10 Bällen. Ich habe das Spiel so durchschaut. 1. 2. 3. 10. Oh. Wow, 16. 20. 25. Oh, 26. 27. 28. 29. Eine Dose. 30, glaube ich. Mach nochmal sicherheitshalber ein paar Dosen, nur um sicher zu gehen. So. 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 Oh nein. War ganz komisch. Aber wir hatten es, glaube ich, schon locker in der Tasche. 294. Es müssen jetzt 4 Stempel sein. 50 Punkte. 100 Punkte. 200 Punkte. Dosenpfand. Okay, erreiche mehr als 100 Punkte, ohne einen Gesichtstreffer zu erzielen. Damit kenne ich mich aus. Bei deiner Mom. Pass auf, dass der Ball nicht von einer Dose abprallt. Das ist auch eine wichtige Sache. Okay, wir müssen jetzt versuchen 100 Punkte, ohne dass der Ball im Gesicht von Gregory landet. Das ist nämlich der liebe Greg, der uns hier aushilft. Aber das sollte man hinkriegen. Und wie gesagt, bei den Dosen müssen wir aufpassen. Also ich würde immer weg von den Dosen eigentlich aimen. Wobei die Dosen sind halt auch 3 Punkte. Da müssten wir halt weniger Bälle zurückspielen. Das ist, was ich meine. Aber ganz ehrlich... Aber was ich so geil bei Tischtennis finde, ist, du kannst den so richtig... Den hier. Oh, man kann ihn auf jeden Fall Backspin oder so ein Shit geben. Weil ich will das aber nochmal machen.
Weil der hat so Swaz. Wisst ihr, was ich meine? Greg, ich möchte dich nicht im Gesicht treffen, bitte. Aber wenigstens schaut uns Jesse Pinkman zu. Vielleicht ist er der einzig Wahre, der uns hier helfen kann. Wir haben die Hälfte. Nein! Oh, das war sein Gesicht! Das ist schwerer, als ich dachte, weil du kriegst nicht so schnell Punkte. Weil du die Dosen nicht bespielst. Jonathan, du fetter Fettarsch. Das Witzige ist, Greg trainiert uns. Nichts ist lustig, nichts ist witzig. Wir haben die Hälfte. Oh mein Gott. Okay, jetzt werden die... Wir haben 2/3 schon. Ey, wisst ihr was? Ich spiele auf Dosen. Ich habe die Geduld nicht. Och, das war sein Gesicht. Jonathan, geh aus dieser Ecke raus. 2/3. 6, 7. Jonathan, beweg deinen Arsch in die Mitte. Wenn Jonathan so weit links steht. Jonathan, du bist so ein... Mir geht's gut. Greg, warum hast du so eine riesen Visage? Schon mal daran gedacht. Du Arschloch. Wo? Wenn wir uns ein paar Dosen holen, ohne sein Gesicht zu treffen. Also wirklich, Greg ist so ein schmieriger Drecksack. Wir müssen die Dosen mittig oder an der Seite weg von Gregory treffen. 3 Dosen, 4 Dosen, 5 Dosen, 6 Dosen. Weißt du was? Reicht mit den Dosen. Jonathan, bitte geh zurück in die Mitte. Absolut Cinema. Wir haben eigentlich nicht sein Gesicht getroffen, deswegen schauen wir doch mal. Oh, geil! Yes! Meine Güte, ich liebe es, 2,5 Stunden aufzunehmen. Wow. Na gut, dann danke fürs Zusehen. Lasst ein Like, ein Kommi, ein Abo da, die Glocke an und folgt mir auch gerne auf Twitch, das ist in der Beschreibung. Dann sehen wir uns das nächste Mal, glaube ich. Auf Wiedersehen. Wir haben den 4. perfekt gemacht. Ich habe die ersten beiden gechoked.